Hallo meine Lieben, als ich kürzlich bei Yasando war, habe ich wieder was Neues gelernt, und zwar geht es darum, was ihr beachten müsst, wenn ihr Sachen, die aus Polyester gemacht sind, also gefärbtes Polyester oder auch Softshell-Materialien, ne, die auch gefärbt sind, was ihr da beachten müsst, wenn ihr die beplotten wollt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe heute als Beispiel diese zwei Taschen, wo ich was draufbringen werde, und die sind beide eben aus 100% Polyester gemacht. Das wäre noch nicht wirklich das Thema, aber das Thema ist das, dass solche Taschen wie auch zum Beispiel Sporttrikots oder auch Softshell-Jacken, die sind mit Sublimation eingefärbt. Das heißt, was da passieren kann, dass wenn ihr dann wieder mit Hitze drauf geht, wenn ihr eure Flexfolie draufbringen wollt, eure normale Flexfolie, kann es sein, dass die Farbe resublimiert, also dass die Farbe durch eure Flexfolie quasi durchkommt. Ich zeige euch kurz ein Bild, wie das dann aussehen kann. Das ist dieses Beispiel hier. Diese Hälfte ist mit einer speziellen Folie gemacht, da leuchtet das Ganze nicht durch, aber wenn ihr das mit einer normalen Flexfolie macht, kann es eben sein, dass das Ganze, was drunter liegt, wenn ihr zum Beispiel bei Sporttrikots, ne, wenn man was Gestreiftes hat oder Gemustertes hat, dass da dann die ganze Farbe durchkommt. Und so einen Effekt wollen wir natürlich nicht haben. Und damit das eben nicht passiert, gibt es eine spezielle Folie, diese Trikot-Flexfolie für Polyester. Die gibt es hier auch in verschiedenen Farben. Ich habe heute Weiß und Gelb mit dabei, und die ist eben geeignet für 100% Polyesterstoffe und eben auch Softshell-Jacken, Trikots, solche Taschen, die ich euch jetzt gezeigt habe, alles solche Sachen. Und das ist so eine sogenannte Blockfolie oder Color-Block, Farbblockfolie. Und die bringen wir dann auf bei 130 Grad für 15 Sekunden. Kann kalt oder warm abgezogen werden, müssen wir natürlich vorher kurz vorpressen, und die kann bei 60 Grad gewaschen werden. Das ist das, was wir verwenden. Vom Design her habe ich auch schon kurz was vorbereitet, und zwar im Cricut Design Space. Das heißt, ich werde das heute kurz mit dem Maker ausplotten, und diese beiden Designs, ich dachte mir so für den Sommer, ne? Life is better in Flipflops, finde ich eine ganz coole Sache. Und dann All you need is love and a pool. Na, alles, was du brauchst, ist Liebe und einen Pool. Und die beiden Designs habe ich aus den Phrases hier. Da gebe ich einfach jeweils ein, nach was ich suche, zum Beispiel Sommer. Und dann habt ihr hier ganz viele Designs, wo ihr was aussuchen könnt. So habe ich das gemacht, und das, was euch gefällt, könnt ihr dann antippen und sagen hinzufügen, und dann wird es auf euren Arbeitsplatz oder Arbeitsbereich hinzugefügt. Das brauche ich jetzt aber nicht. Jetzt muss ich noch die Größe angucken. Da nehme ich kurz meine Tasche und dann gucke ich einfach, wie breit ich das Design haben möchte. Jetzt auch nicht gerade über, weil das Ganze biegt sich ja dann, wenn was drin ist. Deshalb versucht ihr jeweils nicht die ganze Breite zu nutzen, sondern ich gehe hier maximal in der Breite auf 22. Ja, ich würde sagen 22, 24. Das sind so meine Größen, die ich verwenden will. Das heißt, ich gehe hier drauf und gucke mir an, wie groß das ist. Das ist jetzt 20, 23. Machen wir hier in der Höhe Maximum 24. Dann sind wir bei der Größe bei 20,5 und passt so für mich. Und hier haben wir 22 auf 20. Dann nehmen wir 22. Dann bin ich rund bei 20 von der Höhe her. Das Ganze müssen wir dann spiegeln, aber das mache ich beim Herstellen. Das heißt, ich gehe hier auf Herstellen. Upsi, jetzt ist das lose, das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich markiere hier das Ganze und sage verbinden. Und hier sicherheitshalber auch kurz verbinden. So, gehen wir nochmal auf Herstellen. Dann haben wir das auf einer und das hier auf einer. Wunderbar.
und bei beiden muss ich hier jetzt eben fürs Aufbügeln das Ganze spiegeln. Ne? Dann gehen wir auf Weiter, dann hier mein Maker und dann nehme ich das Everyday Iron-On. Der sagt nochmal, dass ich sicherstellen muss, dass es gespiegelt ist, das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich das Ganze noch kurz zuschneiden, das heißt die Folie zuschneiden, das auf die Matte bringen und dann können wir das auch schon schneiden. Für das erste Design nehme ich die gelbe Folie. Dann kann ich das Ganze auch schon laden. Und ich habe das normale Schneidemesser drin und wenn er blinkt, kann ich loslegen. Dann ist er auch schon durch und ich kann das rausnehmen. Jetzt bei der Folie war es klar, auf welcher Seite ich schneiden muss, aber bei der weißen bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher. Und was ich da jeweils mache, ist, ich gucke in eine Ecke, wo ich dann vom Designer nichts habe und gucke, ob ich das anheben kann. Auf der Seite nicht. Und auf der Seite kann ich es wunderbar anheben. Ne? So sieht es aus, wenn ihr das anheben könnt. Das heißt, hier das Plastik, das ist die Trägerfolie und die muss auf die Matte drauf. Und dann sage ich auch bei der zweiten, dass es ein Everyday Iron-On ist, kann die Matte laden. Und während der das jetzt schneidet, werde ich auch gleich mein erstes Motiv schon entgittern. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave. Die erste ist entgittert. Ich muss sagen, das war jetzt ein bisschen schwierig und nicht wegen der Folie. Also die Folie lässt sich wirklich super abziehen. Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, wo der Schnitt erfolgt ist. Deshalb habe ich mir einfach das Bild hier hingelegt, damit ich weiß ungefähr, wo die Sachen sind, die ich rauslösen muss. Und ganz ehrlich gesagt ist es auch, die hat so ein Geschmäckchen, das ist, also ein Geruch, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber naja, geht ja nicht so lange zum Entgittern, ne? Das war die erste. Dann haben wir hier das zweite Design. Hier sieht man schon ein bisschen besser als bei der gelben, weil was ich jeweils versuche, ist, um das Design herumzuschneiden, damit ich hier noch Folie sparen kann und die für andere Projekte verwenden kann. Das kann ich natürlich nur, wenn ich sehe, wo der Schnitt ist, ne? Aber wenn man es so ein bisschen gegen das Licht hält, sieht man das eigentlich ziemlich gut bei dir hier. Bei der gelben war es wirklich schwierig. Ich würde sagen, das reicht. Dann hier auch noch entgittern.
Die ist tatsächlich auch vom Geruch nicht so extrem wie die andere. Dann gucken wir hier nochmal, was sie gesagt hatten. Vom Pressen her, das waren 130 Grad, 15 Sekunden. Das heißt hier Temperatur 130 Grad. Und 15 Sekunden. Na? So, dann kann ich die hier schon mal aufwärmen lassen. So, die hat die Hitze schon erreicht. Dann kann ich das kurz 2-3 Sekunden vorpressen. Das reicht auch schon. Und dann können wir da mit dem ersten Design rauf. Ich platziere das eher so ein bisschen im oberen Bereich. Und na, die Flecken, das hat nichts mit dem Pressen zu tun. Das war einfach eine Tasche, die mit einem Fehler gekommen ist. Deshalb war die gratis, aber ich finde, die kann man trotzdem wunderbar noch verwenden. Jetzt platziere ich das so ein bisschen mittig und gerade. So dolle. Hier, weil die Tasche, ne, wenn die gefüllt ist, wölbt die sich ja eher unten. Und deshalb bringe ich das hier eher im oberen Bereich an. Dann schütze ich das Ganze mit einem Backtrennpapier. Und dann können wir für die 15 Sekunden voll drauf gehen. Ich habe jetzt hier die große Presse. Wenn ihr eine kleinere habt, könnt ihr auch Stück für Stück, ne, dann presst ihr auf einer Stelle und verschiebt dann die Presse auf eine andere Stelle und presst dann nochmal. Vom Druck her, ich gebe da einfach so ein bisschen Druck, aber nicht stark drauf. Gucken wir mal, wie das funktioniert hat. Und es ist eben warm oder kalt abziehen. Hat wunderbar funktioniert. Und ihr kennt mich mittlerweile, ich presse immer nach. Das heißt, ich presse das Ganze nochmal, ohne dass die Folie drauf ist, aber natürlich immer mit dem Backtrennpapier. Und ich kann definitiv sagen, dass hier nichts vom Grau durchleuchtet. Die ist immer noch super weiß. Von dem her hat das wunderbar funktioniert. Und ich finde den Spruch super cool. Ne? All you need is love and a pool. Das ist die erste. Dann auch die zweite. Kurz vorpressen, 2-3 Sekunden. Reicht auch schon. Dann das Motiv drauf platzieren. Mache das hier so ein bisschen nach Augenmaß. So. Backtrennpapier drauf. Und für 15 Sekunden pressen. Können wir auch hier die Folie heiß abziehen. Und auch das presse ich nochmal nach. Und auch hier eine super leuchtende Farbe. Und somit seht ihr, dass ihr mit dieser Colorblock-Folie oder Farbblock-Folie wirklich super auch hier, ne, das Ganze bepressen könnt, was Polyester ist oder was Softshell ist, was gefärbt ist. Oder eben auch solche Sporttrikots, die man hat. Ne? Und da kommt nichts von der Farbe durch. Das heißt, hier gerade beim Weiß, ne, das leuchtet immer noch super weiß. Da ist nichts von Grau zu sehen. Und das war auch schon der Tipp, den ich euch heute geben wollte, ne, dass ihr eben nicht diese Ergebnisse habt, dass dann irgendwo eine Färbung von eurem Sporttrikot da durch die Folie durchkommt, sondern wenn ihr eben solche Folien dann verwendet, dann passiert das eben nicht. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und ihr habt Lust, die selber auch auszuprobieren und natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!